Hey Leute, willkommen zum neuen Video. Heute fangen wir endlich mal das Meerwasserprojekt an. Und zwar habe ich jetzt beschlossen, wir machen es nicht mit irgendjemandem Professionellen, der euch das erklärt, sondern ich erkläre euch das und lerne dabei auch noch ein paar Sachen. Ich kenne die Grundkenntnisse und den Rest, wenn ich irgendwas falsch mache, dann habe ich dann immer noch die Ansprechpartner vor Ort, also die Mitarbeiter, die alle so sehr kamerascheu sind, dass sie auch nicht mit aufs Bild wollen, aber das kriegen wir schon irgendwie noch hin. Ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an mit den Grundsachen, die man überhaupt für ein Meerwasseraquarium braucht, und das sind folgende. Ja, was wir jetzt auf jeden Fall als erstes mal brauchen, sind Steine. Hier haben wir Real Reef Rocks drin, das sind Steine, die halt trocken sind, mit einer Bakterienpaste überzogen sind und die dann in Berührung mit Salzwasser wieder reaktiviert werden, diese Bakterien. Dann gibt es noch eine andere Variante mit Lebendsteinen, die aus dem Meer gefischt werden und halt dann hierher transportiert werden. Da ist halt der Nachteil dran, dass sich da drin halt Parasiten befinden können, wie Borstenwürmer oder irgendwas, was man halt nicht im Aquarium haben will. Deswegen ist die Variante hier auf jeden Fall safe, wenn man nichts Unerwünschtes im Aquarium haben will. Den Riffaufbau haben wir schon vor ein paar Wochen gemacht, weil wir eigentlich das Video auch schon vor ein paar Wochen machen wollten. Deswegen können wir euch jetzt leider den Aufbau nicht zeigen. Der ist aber mit Thermokleber verklebt, wie ihr es auch aus dem Süßwasser kennt. Was ihr braucht an Steinen ist 10 bis 15% des Litervolumens in Kilo. Das heißt, bei 250 Liter werden das ungefähr 20 bis 30 Kilo. Dann brauchen wir natürlich auch ein Aquarium. Das haben wir hier. Wir haben jetzt einen Reefer 250 mit LED-Beleuchtung und einem Technikbecken und einem Abschäumer. Das Becken, wie es jetzt hier steht, kostet um die 2,2, denke ich mal, im Schnitt. Ohne Steine jetzt natürlich. Ist ein Komplettset, also ja, wie ein ganz normales Süßwasser-Komplettset ist das hier ein Meerwasser-Komplettset. Mit Abschäumer kostet das Becken ca. 2000 Euro, ohne Abschäumer ca. 1700 Euro. Ja, wie gesagt, das Technikbecken ist hier unten, da ist jetzt der Abschäumer schon drin. Abschäumer braucht ihr für ein Meerwasserbecken auf jeden Fall dafür, dass die ganzen wasserbelassenen Stoffe halt abgeschäumt werden. Wie das genau funktioniert, erklären wir euch in einem separaten Video nochmal. Das ist jetzt nur erstmal die Grundtechnik, die ihr braucht, um ein Meerwasserbecken zu betreiben. Dann kommt noch dazu eine Strömungspumpe, die sitzt hier hinten drin. Da sitzt die. Die sorgt halt dafür, dass da drinnen ordentlich Bewegung ist, was Strömung angeht. Ist ja im Meer genauso, durch die Wellen hin und her und sowas. Die braucht ihr auf jeden Fall dazu und eine Förderpumpe, die das Wasser von unten von dem Technikbecken wieder nach oben pumpt ins Becken zurück. Das ist erstmal so die Grundausstattung von einem Meerwasseraquarium, die ihr benötigt. So, ich habe euch schon mal so zusammengesucht, was man für die Grundausstattung braucht. Also wie gesagt, das sind erstmal die Steine, ist klar, hatten wir eben schon. Dann Sand, in dem Fall das ist Live-Sand. Der ist schon mit Bakterien vorgeimpft, also eigentlich direkt aus dem Meer abgefüllt und auch noch nass, wie man sieht. Dann bräuchte man entweder Live Water, das ist Wasser, das direkt aus dem Meer ist, das ist das hier. It was at this moment he knew. He fucked up. Perfekt! Wasser, das direkt aus dem Meer kommt, hat den Vorteil, dass ihr jetzt nicht mehr selbst anmischen müsst, ist klar, dass da schon alle Nährstoffe mit drin sind und ja, dass halt natürliches Wasser ist, genauso wie der Sand, natürlicher Sand. Damit geht die Einlaufphase einiges schneller vorbei. Dann gibt es noch die Möglichkeit, sich das Salzwasser selbst anzumischen. Also braucht ihr eine Osmoseanlage und Salz. Oder es gibt auch die Möglichkeit, zum Beispiel in Zoo und Co zu fahren und euch von selbst angemischten Meerwasser hier aus der Anlage abzuzapfen. Also sozusagen mit Kanistern euch Meerwasser zu holen. Als nächstes braucht ihr für die Grundausstattung noch einen Refraktometer, um den Salzgehalt halt zu testen. Der liegt bei 33 bis 35 Promille Salinität. Was braucht ihr noch? Testkit, einmal Nitrat und Phosphat, Calcium, Carbonat und Magnesium und Starterbakterien. Das ist sozusagen erstmal die Grundausstattung, die ihr braucht. Die Osmoseanlage braucht ihr auf jeden Fall auch, weil das Wasser, das verdunstet, müsst ihr natürlich wieder mit Osmosewasser auffüllen. Da kommt kein Salzwasser drauf, wenn das verdunstet, weil das Salz bleibt im Becken drin und das Osmosewasser, also das normale Wasser, das verdampft ja. Also Osmoseanlage ist eigentlich im Prinzip sehr ratsam, dass ihr euch die holt. Okay Leute, ich habe euch ja auf Instagram gefragt, dass ihr mir Fragen stellen sollt, die wir noch beantworten. Die habe ich jetzt hier gerade auf dem Handy. Die machen wir jetzt erstmal. Die erste Frage ist, kann man ein Meerwasser-Nanobecken stabil halten? Wie viel würde das kosten? Also Meerwasser-Nanobecken ist eher Profiliga. Umso größer das Aquarium ist, umso leichter ist es halt zu handeln, gerade im Meerwasserbereich. Im Süßwasserbereich eigentlich auch, aber im Meerwasserbereich noch ein bisschen mehr. Braucht man bei einem 60 Liter Becken einen Abschäumer? Ja, braucht man schon, wenn man Tiere reinmacht, auf jeden Fall, um halt die Eiweiße halt abzuschäumen. Wie genau funktioniert das mit dem Salzwasser und welche Arten gibt es, um an das Wasser zu kommen? Also es gibt entweder die Art, dass man Live Water kauft. Das ist Salzwasser aus dem Meer halt direkt, abgefüllt in einen Kanister. Oder man mischt sich das Wasser halt selbst an mit Osmosewasser und Salz aus dem Fachhandel. Oder man geht zum Beispiel in Zoo und Co hier nach Hanau und tut sich das mit Kanistern selbst aus einer Zapfanlage abfüllen, was hier angesetzt worden ist. Dann ist ein Meerwasseraquarium teurer als ein Süßwasseraquarium. Kann man schwer sagen, also es kommt immer darauf an, was ihr genau macht. Man kann ein Süßwasseraquarium machen, was
10-mal so teuer ist wie ein Meerwasseraquarium, man kann es aber auch andersherum machen. Also es kommt immer darauf an, was ihr genau vorhabt. Ob Meerwasseraquarium Low Budget möglich ist oder ob es tatsächlich immer was teuerste vom teuersten sein muss. Ja, wie gesagt, Low Budget würde ich bei Meerwasser nicht empfehlen, weil wenn man da am falschen Ende spart, geht halt einiges an Kohle flöten, wenn man da halt Korallen drin hat für ein paar tausend Euro. Also da wäre ich vorsichtig. Muss der Salzgehalt durch Zugabe von Süßwasser reguliert werden? Ja, muss er, weil das, was verdunstet an Wasser, ist das ganz normale Wasser. Das Salz bleibt ja im Aquarium drin, also müsst ihr das mit Osmosewasser wieder auffüllen, also um das Salzgehalt wieder zu regulieren. Was ist die nötige Minimalausstattung und Technik für ein Meerwasseraquarium? Ja, eine Strömungspumpe, passende Beleuchtung, ein Abschäumer und das war's eigentlich. Dann die nächste Frage, wie bekommt man Korallen groß? Wie bekommt man Korallen und wie groß muss das Aquarium sein? Da gibt es auch verschiedene Korallen für verschiedene Beckengrößen. Also da gehen wir auch nochmal speziell auf das Thema ein in den nächsten Videos. Was kostet so ein Aquarium im Kauf komplett und was kostet es zum Unterhalt? Also das Aquarium, wie es jetzt hier steht, kostet, also die Steine kosten ungefähr 13, 14 Euro das Kilo. Das Becken mit Abschäumer kostet ungefähr 2000 Euro. Und am monatlichen Unterhalt muss man so ungefähr 50 Euro in dem Fall jetzt mit einberechnen. Dann die nächste Frage, welche Lampe ist geeignet? Ja, hier ist halt die Standardbeleuchtung drüber von Red Sea. Die reicht aus für SPS-Korallen, also die hat ordentlich Power. Ist halt immer die Frage, was ihr an Korallen reinmacht, was ihr überhaupt vorhabt mit dem Aquarium. Also müsst ihr euch im Fachhandel informieren, welche Lampe für euren Besatz halt geeignet ist. Wie läuft so ein Wasserwechsel beim Meerwasseraquarium ab? Ja, ihr lasst Wasser raus und tut dann entweder, wie gesagt, Live Water oder halt selbst angesetztes Wasser oder was auch immer wieder rein. Also und natürlich den Salzgehalt kontrollieren und ja, das ist der ganz normale Wasserwechsel im Meerwasser. Dann ist die nächste Frage, was kostet ein kleines Starterbecken? Ja, es kommt auch immer drauf an. Also wie gesagt, kleines Becken ist halt eher Profiliga. Da würde ich eher schon mal so in der Richtung als Einsteiger tendieren. Ich sag mal so, in der Anschaffung mit der Technik habe ich schon mal gesagt, um die 2000 Euro. Und dann kommen noch die Steine dazu, das Wasser dazu. Also im Endeffekt hat man ungefähr dann einen Endpreis von grob überschlagen 2.500 bis 3.000 Euro. In der Grundanschaffung. Also wie gesagt, der Riffaufbau steht ja schon. Jetzt machen wir erstmal den Live-Sand rein. Der Sand ist halt feucht, da sind schon Bakterien mit drin. Also das ist Sand aus dem Meer direkt, verpackt in Tüten und ja, somit halt mit Bakterien schon angeimpft. Wichtig ist, dass wir den Sand nicht wie beim normalen Süßwasseraquarium ziemlich hoch machen, weil da ja Pflanzen oder sonst irgendwas normalerweise im Süßwasser reinkommen, sondern eine ganz feine Schicht nur, dass sich da keine Depots bilden, also Giftstoffdepots wie Nitratdepots oder Phosphatdepots. Deswegen eine ganz feine Schicht nur. Und ja, ich würde sagen, das machen wir jetzt erstmal zuerst. Hier im Sand ist jetzt so ein kleines Tütchen noch dabei. Das ist der Aktivator sozusagen für die Bakterien, die da drin sind. Den müssen wir natürlich jetzt auch mit reinmachen. So. Das war's. Und um das Ganze jetzt ein bisschen besser zu verteilen, machen wir jetzt ein bisschen Salzwasser rein, dass wir das leichter halt unter das Riff und so schieben können. So, ich habe jetzt hier mal ein bisschen Meerwasser. Ganz wichtig, Meerwasser, kein Süßwasser jetzt da reinkippen. Und schütte das mal hier rein, dass ich den Sand besser verteilen kann. Und wie gesagt, darauf achten, dass die Schicht vom Sand halt nicht zu hoch ist, dass sich da keine Depots von Phosphat oder Nitrat bilden. So, nach dem Sand brauchen wir jetzt natürlich Wasser. Dazu nehmen wir jetzt angesetztes Meerwasser hier aus dem Zoo und Co. Die Einlaufphase von Meerwasserbecken ist ungefähr 4 bis 6 Wochen. Aber da gehen wir auch nochmal genau auf das Thema ein im nächsten Video. Und wir machen jetzt erstmal Wasser in das Aquarium rein und ja, danach geht's weiter. So, also das Wasser ist jetzt drin. Jetzt müssen wir halt natürlich die Pumpen anschalten. Das machen wir erstmal gerade.
Becken ist ein bisschen trüb, das war ganz normal. Beim nächsten Video zeigen wir schon, wenn das Becken natürlich wieder aufgeklärt ist und was man dann als nächsten Schritt machen muss. Das wäre jetzt erstmal Step 1, den ihr machen solltet, wenn ihr Meerwasserbecken startet. Also wie gesagt, nochmal ganz kurz zum Video. Ich bin der Laie, ja, starte das Ding und werde halt überwacht vom Zoo und Co., von den Mitarbeitern, die greifen dann ein, wenn irgendwas schief gehen sollte. Das heißt erstmal Step 1. Schreibt mir nochmal in die Videokommentare, wie ihr das Video findet, also das Videoformat findet, was ihr gerne mal wissen wollt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Teil wieder zum Thema Meerwasser. Macht's gut, bis dann. Haut rein.